nicht? Ja, alles klar. Ja. So. So, komm, wir gehen hier ein kleines Stück rüber. Wir sind schon live. Aha. So, moin ihr Landratten, herzlich willkommen bei Hamburg Hafen Live. Direkt hier von der Pier am neuen Kreuzfahrtterminal Hafen City. Ist für dich auch Premiere, oder? Ja, allerdings. Ja, bei mir ist die Anja, die wird sich gleich noch mal ein bisschen vorstellen. Anja ist quasi die Gründerin und hatte auch ursprünglich die Idee mit der Hafen hilft. Ja, und um es mal ganz grob zu sagen, wir holen im Prinzip hier heute Möbel ab, die auf dem Schiff nicht mehr gebraucht werden und die werden dann einem guten Zweck zugeführt. So ist es. Das ist eine wunderbare Espresso-Variante. Ja, ganz genau. Und ja, wir werden da gleich noch mal im Detail eingehen. Es ist natürlich hier alles Sicherheitsbereich, deshalb dauert es ein bisschen. Wir dürfen jetzt hier draußen drehen, wir dürfen leider nicht direkt auf dem Schiff drehen, weil Gästebetrieb ist. Wir waren auch eben drauf, da sind einige im Pool am Schwimmen. Ja, da war ich ein bisschen neidisch. Ja, ich weiß nicht, ob die das so toll finden würden, wenn wir jetzt einen Livestream machen. Eher nicht. Eher nicht, ne? Ganz genau. Ja, so, ich drehe mal die Kamera um. Ja, vielleicht können wir auch am Bug längs laufen. Genau, wir können ja gleich mal, wir können ja hier mal runtergehen, dann kann man ein bisschen das Schiff angucken. Also, ich würde mal damit anfangen, dass ihr die Anja noch mal seht. Moin. Und Anja, erzähl mal ein bisschen was zu der Grundidee von der Hafen hilft, wie du da drauf gekommen bist, wie das entstanden ist. Weil wir müssen davon ausgehen, dass ein Großteil der Zuschauer noch nie davon gehört haben, obwohl es euch ja schon lange gibt. Ne? Uns gibt es schon lange und es ist auch schade, wenn man uns noch nicht kennt, aber das ändern wir ja jetzt. Und zwar ging das los 2009. Damals war ich noch als Betriebsingenieurin oder damals hieß es auch Objektingenieurin bei Blom & Voss, habe mich im Bereich Maschinenbau, Rohrwerk und ein bisschen Elektrotechnik rumgetrieben und koordinierte die Reparaturarbeiten der Schiffe, die dort in Stock kamen. Und sehr häufig waren es natürlich auch Kreuzfahrtschiffe. Und obwohl ich ja eher auf den technischen Bereich fokussiert war, fiel mir dann doch irgendwann auf, dass ganz viele Möbel und Dinge des täglichen Bedarfs entsorgt wurden. Da standen immer so große Container wie dieser hier bei uns auf der Werft und da gingen dann die Möbel leider rein. Und wurden wahrscheinlich weggeschmissen, ne? So ist es. Und das meine ich jetzt gar nicht als Vorwurf. Das liegt einfach daran, so ein Schiff ist ganz kurz in der Werft, 10, 14 Tage und man hat einfach keine Zeit. Man ist extrem fokussiert auf alle Arbeiten, die an Bord, das ist ja ein schwimmendes Hotel, stattfinden müssen. Und so sind all hands wirklich an Deck und machen den Dampfer wieder schön, damit die Gäste sich wohlfühlen. Und woher soll man wissen, wo ein gebrauchtes Sofa eigentlich ein neues Zuhause finden könnte, wenn man aus der Schifffahrt kommt? Ich meine, weißt du, wo du dein Sofa hingeben würdest, so aus dem Stegreif? Also in Hamburg wüsste ich es jetzt, weil wir hier die Recyclinghöfe haben. Aber wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte das auch irgendwie spenden oder jemandem zur Wiederverwertung geben, genau. Ich würde wahrscheinlich ins Internet gehen, Obdachlosenhilfe googeln oder sowas Ähnliches, ne? Korrekt, genau. Oder wobei Obdachlose, ich weiß nicht, ob die ein Sofa brauchen. Da fängst du nämlich schon an. Ja, ne, wer braucht das wieder? Ne? Das ist dann die Frage. Ne? Genau. Und in meinem Bekanntenkreis gab es eben halt auch Sozialarbeiter, Diakoninnen und so weiter. Und da hieß es mal, oh, wenn du mal so einen Cocktailsessel hast und wir brauchen mal einen für unsere Beratungsecke oder andere Dinge, dann denk doch an uns. Und nach wuchs dann die Idee, auch zusammen mit anderen Kollegen, was können wir denn tun? Und ich dachte eigentlich erst, wir bauen mal was auf der Intranet-Seite von Blom & Voss und legen dann los. Aber natürlich, die Jungs sagten, mach mal gleich Internetseite und dann kann man das immer verlinken und Co. Und dann war auch von vornherein der Gedanke, dass nicht nur Dinge von Schiffen da inseriert werden können, zu verschenken, sondern eben auch Dinge von Privathaushalten. Und das fing 2009 an. Wir brauchten ein bisschen, bis die Seite stand, ein Verein gegründet war, weil wir ja in Deutschland sind. Man braucht ja immer eine Rechtsform, um solche Dinge zu bewegen und dann noch Gemeinnützigkeit, damit wir auch eine Spendenbescheinigung ausstellen dürfen. Aber dann irgendwann waren wir aus den Startlöchern raus. Und jetzt ist das Baby ziemlich groß geworden. Das kann man nicht anders sagen. Und da hast du das aber noch nebenbei gemacht? Ja, quasi, das war ne? Also alles. Du warst noch voll im Job. Und ja, viele Jahre ehrenamtlich, abends nach der Arbeit oder an den Wochenenden.
Das hat alles ein bisschen sich gezogen. Es war einfach immer neben der Arbeit. Aber das Kind wuchs und gedieh. Und mittlerweile sind wir eben halt schon gar nicht mehr so richtig aus der Hamburger Hilfslandschaft wegzudenken. Also kaum zu glauben, aber es gibt halt die Hamburger Tafel, es gibt eben halt Hanseatic Help und andere Kleiderkammern und es gibt halt uns für Möbel, das heißt Kleidung, Nahrung, Wohnung. Und so treffen wir eben halt zusammen. Wir arbeiten auch Schulter an Schulter, um Menschen in Hamburg, aber auch darüber hinaus mit Dingen zu versorgen, die sie leider bitter nötig haben. Also die Grundidee ist, arbeitet ihr hauptsächlich mit Reedereien zusammen? Ist das schon so die Basis oder habt ihr, also eigentlich ist euch ja egal, wo es herkommt, oder? Ja, genau, es ist uns egal, aber es ist eben halt, wir sind sicherlich einer der ganz wenigen Vereine auf dieser Welt, kann man so sagen, die mit der Kreuzfahrtschifffahrt so unmittelbar und eng verwoben ist, wie wir es sind. Wir haben jetzt die 5-Schiffe-Woche, haben wir sie genannt. Heute ist die MS Europa dran, morgen sind wir auf der Costa Favolosa, übermorgen auf der Europa 2. Und am Donnerstag sind wir dann noch auf 2 AIDA-Schiffen zugange. Eins hier in Hamburg, eins in Rotterdam. Am Donnerstag? Am Donnerstag. Da gehe ich an Bord. Ach, lustig. Ich fahre mit der Prima, ich mache meine allererste Kreuzfahrt. Tada, sehr schön. Ja, Ja, siehst da du. werde ich an Bord sein. Nee, wo ich noch mal drauf hinaus wollte. Also ihr wendet euch aber auch an Organisationen. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass der Privatmann kommen kann und sagt, ach Mensch, du, so einen alten AIDA-Sessel, den hätte ich ja gerne für meine Kellerbar. Das ist korrekt. Also so ist es nicht gedacht. Nein, Und es gibt auch nicht die Möglichkeit jetzt zu sagen, ich ersteigere das oder ne? Nein, die Möglichkeit gibt es nicht. Wir sind ausschließlich dafür da, die Dinge kostenlos an gemeinnützige Organisationen und deren Klientinnen weiterzugeben. Das war von vornherein der Gedanke, dass wir wirklich die Menschen erreichen, die angeschlossen sind an gemeinnützige Organisationen. Einfach weil wir da wissen, da können wir uns darauf verlassen, dass die Menschen in Betreuung sind, nenne ich es mal. Und vor allem, dass die Hilfe dort auch ankommt, wo sie gebraucht wird und auch nicht bei eBay landet, weil das schulden wir auch unseren Spendern, dass die Dinge dahin gehen, wo sie gebraucht werden. Ja, aber ich könnte mir vorstellen, es gibt da schon so ein paar Kuriositäten. Ne? Ihr habt letztens zum Beispiel auch, ich habe gehört, also war ja auch vielen Medien, dass zum Beispiel die AIDA Diva jetzt renoviert wurde. Ja. Und da seid ihr auch nach Marseille gefahren und habt quasi die Einrichtung der AIDA Diva ausgeräumt. Die AIDA Diva war echt ein Hammer und das war nämlich wirklich die größte maritime Aktion, die wir jeweils hatten. Ja. Und dann auch noch nicht mal in Hamburg, also gar nicht auf unserem eigenen Parkett. Das erste Mal, dass wir im Ausland waren. Und das ging aber auch wirklich nur deswegen, weil die Daimler Truck AG sich für uns nicht nur interessiert, sondern mit uns partnerschaftlich jetzt verbandelt ist. Die haben Sattelzüge. Ach, cool. Das sind teilweise Sattelzüge, die sie erproben, ich sage jetzt mal, einen neuen Wasserstoffantrieb haben oder so. Und die sagt, Mensch, wir möchten gerne mit euch Hilfslieferungen machen. Wir haben 150 Ehrenamtliche, die brennen darauf, zu fahren. Die sind also mit dem Ukraine-Krieg gestartet, haben Hilfsgüter bewegt und dieses Modell hat Fuß gefasst bei der Daimler Truck AG und so sind sie jetzt auch für uns am Fahren. Wir sind total dankbar, weil gerade in Marseille haben wir 4.500 Möbel vor der Entsorgung gerettet. Und auch das AIDA-Team war begeistert, war so hilfreich und hat eben halt mit uns dafür gesorgt, dass die Dinge hier sowohl in Hamburg als auch in der Ukraine direkt ankamen. Ist ja auch immer ein Kraftakt. Also wir stehen jetzt hier auf der Pier. Wie gesagt, ich sage das nochmal, wir haben halt leider keine Drehgenehmigung direkt auf dem Schiff, wegen Gästebetrieb. Deshalb warten wir jetzt so ein bisschen, dass es losgeht. Aber der eigentliche Kern, die ganzen Helfer, die sind irgendwo da oben auf Deck 8. Mal gucken, wann wir die ersten sehen und fangen jetzt an, hier Möbel auszuräumen. Also es ist eine Menge Handarbeit. Ja. Sind jetzt 8 oder 9 Leute, glaube ich, da heute und muss jetzt alles von Hand vom Schiff runtergeschafft werden. Also hier steht zwar ein Kran, der ist auch... da ist auch der Krankorb da oben. Genau, also der steht hier bereit quasi für euch. Ja. Also runtertragen müssen wir es nicht, aber es muss natürlich schon aus den Kabinen raus und irgendwo
auf Ja. Deck nach draußen Genau. geschafft werden. Ne? Unsere Crew trägt jetzt tatsächlich die gebrauchten Möbel zusammen, sammelt sie immer auf Deck 8, während eben die neuen Möbel von der Besatzung und anderen Unterstützern in die Kabinen getragen wird. Das geht Hand in Hand. Wir helfen uns natürlich jeweils auch gegenseitig. Und ja, ich hoffe auch, dass der erste Korb bald Dass wir gleich ein bisschen hinunterkommt, was zu sehen dass wir haben, gleich ne? was zu sehen Ja. haben. Bei uns ist es immer mit Muskelkraft verbunden. Also wenn die Schiffseinsätze, aber auch wir sind auch natürlich auch in Hamburger Hotels unterwegs und manchmal Lagerhäuser oder auch Betrieben. Sehr, sehr viele Büros haben wir hier in Hamburg schon leer geräumt. Da ist immer viel mit Muskelkraft und Laufen zu tun, bevor die Dinge bei uns im Spendenlager oder bei den sozialen Einrichtungen sind. Ja. Jetzt kommt mit Sicherheit auch hier im Chat schon die Frage, wie man euch helfen kann. Also wir haben einmal natürlich eine Webseite, die haben wir euch auch verlinkt, Ja. auch unterm Stream. Da findet ihr auch Informationen. Danke. Wenn jetzt jemand sagt, finde ich eigentlich eine geile Aktion, Pfingstmontag, Pfingstmontag hier aufs Schiff, da gibt es vielleicht auch einen leckeren Kaffee von der Reederei. Aber immer. Immer bestimmt auch noch mal einen Snack. Wenn jetzt jemand sagt, er hat da Bock drauf, was sucht ihr am meisten? So Helfer, alles? Ja, also im Prinzip hast du recht mit alles. Was brauchen Alles. wir? Wir brauchen Helfer, immer willkommen. Meldet euch entweder per Mail oder auch bei uns auf der Internetseite ist ein Link für die Aktion, wo wir schon länger Vorlauf haben und wissen, dass die stattfinden. Gibt es da einen Link, wo man sagt, ich habe da Lust mitzumachen. Bei Schiffen sollte man erst ein bisschen 1-2 Mal bei uns gewesen sein, dann nehmen wir euch sehr gerne mit. Aber vielleicht einmal ins Spendenlager Ja. kommen. Wir sind auch sehr, sehr dankbar über Geldspenden. Wir sind ein rein spendenfinanzierter Verein. Wir sind dankbar auch über eure Sachspenden. Jeden Mittwoch haben wir auf und wenn ihr zu Hause Hausrat über habt oder Dinge des täglichen Bedarfs wie Handtücher, Bettwaren, solche Dinge, nehmen wir die auch total gerne. Auf unserer Internetseite findet ihr, was wir immer irgendwie suchen. Und dann könnt ihr entweder auf den Mittwoch vorbeikommen oder an einen unserer externen Sammelstationen, zum Beispiel am verkaufsoffenen Sonntag bei IKEA im Moorfleet und Altona sind wir wieder da. Also es gibt genügend Möglichkeiten, uns, beziehungsweise nicht nur uns, sondern auch Menschen, die in Hamburg und weltweit in Not sind, zu unterstützen. Sehr einfach und niedrigschwellig, wie man so sagt. Jetzt sagst du einfach vorbeikommen. Wo findet man euch denn? Beziehungsweise mal eine ganz wichtige Frage, 4.500 Möbelstücke von der AIDA Diva. Die sind ja mit Sicherheit nicht gleich sofort weitergegangen. Also es muss doch irgendwie, das muss doch zwischengelagert werden. Oder habt ihr da schon Abnehmer? Seid ihr schon so organisiert, dass ihr das eigentlich schon halb weg organisiert habt? Ja, wir haben schon recht viel Erfahrung damit und somit, als die AIDA fragte, hey, Interesse an den Möbeln und wir uns anguckten, ja, haben wir einen Katalog erstellt, wo die Möbel, weil die Stückzahlen waren ja bis plus minus bekannt an Bord, und haben den an unseren Verteiler geschickt, der gemeinnützigen Organisation und der Sozialarbeiter, irgendwie 2000 Menschen aus der sozialen Arbeit. Und die können dann immer in diese Rundmails gucken, was sie für ihre Arbeit benötigen und uns Rückmeldungen geben, was sie benötigen. Und dann wissen wir Bescheid. In dem Fall wussten wir genau, was wir nach Hamburg ins Spendenlager nehmen. Und eben halt auch aus der ukrainischen Community wussten wir eben halt, was in die Ukraine geht. Wir haben da mit verschiedensten Hilfsorganisationen zusammengearbeitet. Und so haben wir 6 Sattelzüge, 9 waren es insgesamt, direkt über Warschau oder auch über einen rumänischen Weg nach oder in die Ukraine geschickt. Aber euer Hauptlager und Hauptstützpunkt ist ja hier in Hamburg. Genau, der ist in der Schnackenburgallee 11. Das ist in Bahrenfeld, in der Nähe quasi vom HSV-Stadion, so ein bisschen südlich davon. Und da findet auch unsere ehrenamtliche Arbeit statt. Da wird sortiert, gesichtet, genäht, gehandwerkt, Elektroprüfungen gemacht. Also bei uns gibt es ganz vielseitige Ehrenämter. Also wer Lust hat und Zeit vor allem auch, ist herzlich willkommen. Und ihr habt da ja auch, du hattest das eben schon mal erwähnt, ihr habt da ja auch so, können wir noch mal so ein bisschen Ja, so gerne. langlaufen. So wahnsinnig viel haben wir gar nicht zu Ich höre auch den guck mal, Kran, der da könnte Korb, jetzt Action der sein. Korb, Ja, ist gefüllt. Ja, ja, da passiert was. Genau. Wir müssen natürlich erstmal alle aus der Kabine raus. Ja. Wo war ich jetzt stehen geblieben?
Also ihr habt ja quasi einen öffentlichen Tag, wo man dann auch sagen kann, man bringt seine Sachen vorbei. Ja, das ist Ja. mittwochs von 10 bis 18:30 Uhr. Jeden Mittwoch. Kann man mit dem Auto vorfahren, Ja. ist eine riesige Lagerhalle. Und auf der Webseite steht auch so ein bisschen, was ihr braucht. Also bitte jetzt nicht als Sperrmüllentsorgung Nee, verstehen. bitte nicht, genau. Es geht immer um die Würde des Menschen, das ist uns wichtig. Und was ich meinem besten Kumpel oder meiner besten Freundin noch weitergeben würde, das ist wirklich eine Spende. Ja. Also seid sensibel, liebe Leute. Es geht ja auch ein Mensch, der aus der Obdachlosigkeit freut sich nicht über angeschlagenes Geschirr, wenn er in seine neue Wohnung einzieht. Ja, mal gucken. Es klang Also- eben so, als würde es gleich losgehen, aber da fummelt man noch an den großen Also hier Kisten haben rum. wir, heute holen wir, oder ihr holt Möbel ab. Also wir Ja. haben Sofa, Sessel, Tische. Ne? Morgen seid ihr auf der Costa Favolosa, da ist was ganz anderes. Ne? Ja, das ist ein Kabinenfernseher. Das ist Fernseher? Ja, tatsächlich. Irgendwie zwischen 600 und 800 Stück. Ich müsste jetzt noch mal nachgucken. Ja, das wird eine große Nummer. Und dafür dann natürlich auch die Elektriker. Und also ihr überprüft auch jedes Gerät. Ja. Jedes wird überprüft und dann, bevor es dann weitergegeben wird. Genau, die Spenden, die bei uns vor allem auch an den Mittwochen abgegeben werden, werden alle von bei uns pensionierte Elektroingenieure, mehrere, ganz aktiv. Wir haben die richtigen Prüfgeräte, es ist sogar eine VDE-Prüfung, aber wir machen keinen VDE-Aufkleber drauf. Also wir machen nur einen Bagger, dass wir wissen, Gerät ist geprüft drauf. Aber die Fernseher jetzt von der Favolosa werden wir nicht prüfen, das schaffen wir einfach kapazitätsmäßig nicht. Aber die Organisationen wissen das. Das haben wir denen so gemeldet, dass sie jetzt ungeprüft vom Schiff kommen. Und wir gehen einfach davon aus, wenn da jetzt mal ein kaputtes Gerät dazwischen wäre, was wir gar nicht vermuten, weil die sind ja bis eben noch in Betrieb gewesen, dann tauschen wir die dann um, wenn mal wieder ein anderes Gebrauchtgerät reinkommt. So, ihr Lieben, also es gucken übrigens gerade 2400 Leute zu. Oh, Und ich habe eine Bitte an euch, liebe Zuschauer. Es sind hier schon ein paar Spenden über YouTube und über Twitch eingegangen. Ein ganz, ganz dickes Dankeschön dafür. Ich würde euch aber bitten heute, weil wir natürlich immer bei YouTube musst du einen Großteil abdrücken. Ja. Na, es ist für uns auch schwierig, unsere Spenden jetzt euch wieder als Spende. verstehe. Der Hafenhilf hat ein PayPal-Konto. Ja, haben wir. Wir haben den Link, den posten wir noch mal in den Chat. Und wenn ihr sagt, Mensch, das ist eine coole Sache, dann tut uns doch den Gefallen, lasst die Spenden heute nicht hier bei YouTube und Twitch, die sich einen großen Anteil nehmen, sondern spendet einfach direkt an der Hafenhilf. Und dann kommt das halt auch wirklich zu 100% an. Patrick, ich freue mich. Das ist ganz lieb von dir, dass du das Ja, ich sagst. find das, Schaut, liebe Leute, auf unsere Ich finde das Internetseite. toll, ich finde das auch schön hier. Ich meine, wir können ja noch mal gucken, ne? Wann kommt man schon mal hier hin? Wann Ja. darf man hier auf der Guck mal, Pier der drehen? Ne? jetzt geht's los. Der Korb Oh geht ja. hoch. Also es ist für mich natürlich auch spannend, weil wir zeigen ja sehr, sehr viel halt Schiffe von außen. Aber ich sag mal, wenn halt Menschen ins Spiel kommen, dann wird das Ganze halt immer interessant. Und ich finde es halt auch sehr schön, dass die Reedereien, ich meine, was heißt sehr schön, die Reedereien profitieren davon. Ne? Ja, die müssen natürlich. nichts entsorgen, Auch, die Sachen werden abgeholt. Boah, das ist aber auch ein Korb für Erwachsene. Ne? Ja, ich gehe mal zurück. aber er wird, glaube ich, ganz einschwenken. Aber mal schauen, wie er das macht. Ja, also für die Reedereien ist es natürlich auch ein Riesengewinn. Die müssen sich nicht darum kümmern, das zu entsorgen. Im Endeffekt haben die da keine Kosten. Aber weißt du, Patrick, auf den Schiffen und in den Reedereien, das sind ja auch am Ende nur Menschen, die da arbeiten. Und die meisten freuen sich auch einfach, wenn die Sachen einen guten Zweck gegeben werden. Also gar nicht jetzt auf den Kostenfaktor. Klar, irgendeine Buchhaltung wird sich immer freuen, wenn da gespart wird. Aber es ist einfach, der normale Mensch sagt, Mensch, das ist zu schade zum Wegwerfen. Und freuen sich, dass es uns dann gibt, dass wir die Dinge wirklich dorthin geben, wo sie gebraucht werden. Ja, das ist halt wirklich Nachhaltigkeit, weil du hast einmal nicht den Müll und zweitens hilfst du jemandem. Also Korrekt. Ich glaube, das ist... Ja. Ja. So, eure Fahrzeuge, die stehen schon da hinten auf der anderen Seite. Ja, die müssen gleich vorgefahren werden. Genau, Aber da gehen wir gleich mal rüber. Die Frage, ob das jetzt Leerkartons sind, erstmal um das Deck leer zu kriegen, das kannst du auch haben gerade. Die machen es spannend heute mit Ja, uns. ja. So, ich will mal ganz kurz in den Chat gucken, ob mir hier irgendeine Frage auffällt. Also, ihr Lieben, ich habe natürlich heute den Chat nicht ganz so doll im Blick. Ja, genau, hier schreibt jemand der Einkaufskorb für das Große. Schön, schöner Ausdruck. Ja.
Also und wir haben euch ja schon einmal besucht in eurem Lager. Die erste Idee war ja, dass wir so einen Stream bei euch im Lager machen. Ja, herzlich willkommen. Und dann haben wir ja gesagt, oder du hast gesagt, Mensch, wir haben hier so eine Aktion. Und wir haben gesagt, wir nehmen einfach das Schiff so ein bisschen als Kulisse. Ja. Ja, deshalb sind wir jetzt hier auf der Pier. Euer Lager ist wahrscheinlich noch interessanter, um einfach da mal durchzugehen. Das ist ja wie so ein Kuriositätenlager. Mitunter, ja. Also wir fahren ja nachher hin, um die Sachen da auszuladen. Da weiß ich natürlich nicht, ob das deine Zeit erlaubt. Ich glaube, oder ein so lange, anderes Mal. also es wird ja auch eine Zeit lang dauern. Ich denke auch. Ich weiß nicht, wie lange die jetzt hier abladen. Ich glaube nicht, dass wir die ganze Zeit jetzt dabei sind, weil irgendwann Ja. Ich glaube auch, hat man ja auch nicht mehr viel zu erzählen. du kommst einfach dann bei uns mal wieder rum. Also wie gesagt, Kuriositäten sind immer da. Wir haben zum Beispiel mal von einem TUI-Schiff die Requisiten des Theaters bekommen. Ach, wie cool. Das ist natürlich auch spannend. Und Kostüme. Könnt ihr denn damit überhaupt was anfangen? Weil ich jetzt mal überlege, Bedürftige, man findet das zwar toll. Aber Theaterprojekte gibt es hier in der Stadt. Ach so, ja, Guck mal. okay. Also irgendwie gemeinnützige Theaterprojekte. Gibt es, ja. abgefahren. Und das war spannend, die aufzustöbern. Ne? Kultur- und Theaterprojekte sind in der Regel ja auch gemeinnützig und schon gar nicht mit einem dicken Budget gesegnet. Und wir sind die wirklich wunderschönen bunten Kostüme, aber eben halt, ich weiß gar nicht, was es alles mehr war, aber wunderbare Requisiten auch wieder losgeworden. Und die sind im Einsatz und mussten halt nicht entsorgt werden. Ich dachte mir, wir gehen jetzt mal, wenn wir schon einmal hier natürlich. frei rumlaufen dürfen und eine Drehgenehmigung Blick auf haben. die Elbbrücken und da kommt noch ein Binnendampfer. Genau, dann gehen wir wenigstens hier ein paar schöne Bilder. Ja. Was ich ganz interessant fand, ihr habt ja auch, ihr macht ja so eine, wie nennt ihr das, Starterpacks? Ne? Irgendwie so Starterpacks für Bedürftige. Das fand ich eigentlich sehr interessant. Kannst du da noch mal was zu sagen? Ja, also wir packen, also bei uns dürfen ja gemeinnützige Organisationen, also die Sozialarbeiter, Dinge bestellen. Meistens ist es ein ganzer Hausstand und dann haben wir aber auch besondere Pakete geschnürt, die man bei uns ankreuzen kann und sagen kann, ich brauche zum Beispiel Büroartikel. Und dann gibt es bei uns ein Starter-Set und dort drin ist eben halt der Ordner, der Tacker, der Locher, der Tesa-Abroller, solche Dinge. Oder das Gleiche eben halt auch nochmal für Werkzeug. Wir haben es mit vielen Menschen zu tun, die bei Null anfangen. Man kommt aus der Obdachlosigkeit, aus einem Frauenhaus, man ist ein geflüchteter Mensch oder man wird aus der Haft entlassen. Das sind Menschen, die klassischerweise bei Null anfangen und die haben zum Beispiel auch kein Werkzeug. Null. Und dann hast du möglicherweise eine Wohnung hier in Hamburg gefunden, was schwer genug ist, aber da ist dann nichts drin. Da fehlt dir der Schraubenzieher. Genau, und der du kriegst von uns zerlegte Möbel und dann willst du dir dein Bett aufstellen, hast aber keinen Imbusschlüssel, keinen Schraubenzieher, noch nicht mal einen Zollstock. Und solche Sets bauen wir auch zusammen. Also auch Werkzeugspenden, will ich damit sagen, sind sehr, sehr willkommen. Und aus diesen ganzen Büroauflösungen, die wir machen, holen wir eigentlich immer auch irgendwie Locher, Tacker, Trennstreifen, Prittsstifte, also you name it, Marker, alles mit raus. Wir haben so viele Schulungsprojekte und anderes schon damit unterstützen können, für junge Leute, für Basteleien. Es ist schon interessant, wo auch die Dinge alle immer landen, die wir vor der Entsorgung retten. Thema Büro kann ich auch mal ein bisschen erzählen, weil du hast gerade auch diese großen Gebäude das ist ja so auch schön. für uns so ein bisschen neu, das Westfield Center, Ja. das Hafen City Terminal. Ich glaube, das ist erst das 3. Schiff oder so, das hier anlegt. Das ist ja alles hier auch noch neu und wir haben ja auch viele Zuschauer, die sich natürlich generell für Hafen, Seefahrt, Kreuzfahrt interessieren. Ja. Deshalb finde ich das ja ganz schön, dass wir hier drehen dürfen. Ja, das ist wirklich nett. Ne? Ja. Nee, also man merkt da einfach halt auch die Erfahrung, die ihr habt, weil so ein Starterpaket zusammenzustellen, du musst ja erstmal wissen, was da rein muss. Ja. Also ich wäre da jetzt gar nicht in der Lage zu, das zu machen. Ne? Ja. Nee, also wir haben ja ehrenamtliche Helfer aus jeglichen Berufsgruppen bei uns. Und natürlich gibt es da Menschen, die handwerklich absolut top sind, Männlein wie Weiblein. Und die wissen natürlich, was man zu Hause als Minimumausstattung benötigt. Und da bauen wir immer kleine Werkzeugkisten zusammen für die Menschen, die halt bei uns versorgt werden. So, hier ist jetzt schon, das sieht aber aus das wie ist neue eher- Ware, die jetzt kommt. Ne? Genau, ich denke auch, es ist die Neuware, die hochgeht und das sind die Leerkartons Ja. hier. Da waren die anderen neuen Möbel schon drin, jetzt machen die, glaube ich, einfach nur Platz da oben. Ja, die müssen das ja auch quasi Zug um Zug machen, Ja. weil die ja natürlich nicht
Die können ja nicht alles an Bord lagern, ne? Nein, genau, der Ja Platz nicht sagen, ist während begrenzt. der Überfahrt oder während der Reise tauschen wir das. Genau, der Platz ist gewöhnlich begrenzt. Und vor allem ein Bottleneck ist, wir müssen es über 2 Decks bewegen und dann hat man natürlich entweder das Treppenhaus oder den Fahrstuhl. Bei der MS Europa ist es ein Panorama-Fahrstuhl und da will man natürlich auch nicht unbedingt mit Möbeln dann längs. Also Panorama, man kann alles sehen, also alles verglast. Insofern muss man immer aufpassen, auch wenn man Möbel von Schiffen holt, dass man da jetzt keine Schäden anrichtet. So, da hat hier jemand gefragt, ob er den Spendenlink bei Facebook posten darf. Natürlich. Ja, selbstverständlich. Also alles, was ihr teilt und postet, ist hilfreich. Also alles, Wir was freuen irgendwie uns. Aufmerksamkeit für das Projekt generiert, wird gerne gesehen. Ne? Wir sind auch bei Better Place, das ist ja auch eine Spendenplattform mit unseren Projekten. Also auch da herzliche Einladung, sonst zu schauen. Ach, guck mal hier, die Claudia ist da. Claudia ist Schiffsführerin bei ELAS. Sie macht nachher eine Fleetfahrt. Ja. Sie fragt, wie lange ihr hier seid. Dann könnte sie das nachher während der Fleetfahrt den Gästen mal ein bisschen erklären. Was denkst du, wie lange ihr heute hier so zu schaffen habt? Ich schaue mal auf die Uhr. Ich schätze, dass wir mindestens bis Mittag hier sind, Ja. Claudia. Vielen Dank für die Nachfrage. Also, ist ja auch immer ganz toll, wenn man so eine kleine Hafenrundfahrt macht und dann solche, ich nenne es jetzt mal, Kuriositäten ist nicht richtig, aber es sind ja ungewöhnliche Dinge, Geschehnisse. Geschehnisse hier im Hafen. Ne? Ja. So, jetzt will ich mal gucken, ob wir hier noch was Interessantes erwischen. Ja. Ich wollte noch erzählen zu den Büros. Ja, gerne. Wir sind ja in Hamburg, also wöchentlich in mehreren Büros unterwegs. Ihr kennt das vielleicht auch, seit Corona ist ja Homeoffice hat sich durchgesetzt, für viele glücklicherweise, für mich auch. Und auch Shared Desk. Das heißt aber, dass Betriebe sich von ihren Mietflächen trennen. Ne? Man will ja dann die Kosten nicht mehr so haben. Aber die Büromöbel, die bleiben in der Regel stehen oder werden entsorgt. Und mit Glück gehen sie an uns, weil der Reseller-Markt ja mittlerweile auch gesättigt ist. Also es ist eher selten, dass da noch Möbel vermittelt werden können. Und somit, wenn ihr da auch was mitkriegt, denkt auch gerne an uns. Auch da können wir aktiv werden, Dinge abholen. Wir brauchen immer ein bisschen Zeit. Also wir können nicht durch einen brennenden Reifen springen und am nächsten Tag da sein mit unseren doch sehr kleinen LKW, den wir auch erst seit Anfang des Jahres haben, dank einer Stiftung, also der Röder Stiftung. Vielen Dank. Also wir brauchen immer ein bisschen Vorlauf. Wir müssen ja auch unsere Helfer organisieren, Absprachen treffen und am liebsten natürlich auch den Sozialarbeitern Bescheid geben, was es alles Schönes gibt. Aber denkt dran, also wenn ihr irgendwo mitkriegt, da werden Dinge weggeworfen, die zu schade sind zum Wegwerfen, denkt einfach an, der Hafen hilft. Wir kümmern uns sehr gerne drum. Also ich finde die Idee großartig, weil sie halt, ja, irgendwie gewinnt da jeder nur. Ne? Und ich habe ja eben auch euer Team oder ein paar von dem Team kennengelernt. Ich habe auch das Gefühl, das ist eine super Stimmung. Die haben da alle Bock drauf, die freuen sich an Bord zu kommen natürlich. Oh, ja. Schiffchen ein bisschen angucken. Ja. Natürlich gehört da auch der Kaffee und der Snack dazu. Also, das ist Teil der Geschichte, denke ich mal. Genau, ohne Mampf kein Kampf heißt es bei uns. Ne? Wir sind glaube ich, eine fast Familie mit etwa 152 Ehrenamtlichen, aber jeder kommt nach seiner eigenen Zeiteinteilung. Also wir sagen jetzt nicht, du musst oder kannst, sondern wir sagen meistens am Wochenende Bescheid, was gerade in der kommenden Woche ansteht. Und dann kann man quasi in einer WhatsApp-Community sein Häkchen setzen und sagen, da bin ich dabei. Ich bin dabei, okay. Und man kann natürlich das Häkchen auch wieder wegnehmen. Und so alle naslang, also je nachdem wie es passt und Sinn macht, gibt es auch per Mail erstmal die Vorankündigung. Von wegen, das liegt jetzt im Monat Juni, Juli an Events. Und wenn dann die Abfrage kommt, dann sind die schon mal alle ein bisschen gewarschaut, wie man so schön sagt. Wie viel Helfer habt ihr denn aktuell so? Ja, bei 152 Aktive in dieser WhatsApp-Gruppe. Und wir haben natürlich auch noch Vereinsmitglieder, die aus bestimmten Gründen einfach nur als förderndes Mitglied sind oder eben halt nur teilweise aktiv. Das sind irgendwie, da gehen wir auf 180, 190 Leute zu. Ich meine, es geht jetzt gar nicht um den Gewinn, es sind 30 € im Jahr, die man bei uns bezahlt. Aber als Multiplikatoren sind sie aktiv und sagen immer, hey, da gibt es diesen Verein, der vermittelt die Dinge. Das ist ja das, was ich im Prinzip hier auch sage. Ich habe
Ne? Ja. Dass man einfach sagt, pass auf, wir geben so ein bisschen unsere Reichweite und wenn da der ein oder andere bei ist. Also ich habe gesehen, es haben schon ein paar geschrieben, dass sie eine Kleinigkeit dagelassen haben. Vielen, vielen Dank. Ne? Großartig. Danke. Also da ein ganz, ganz dickes Dankeschön, Ja. auch im Namen von der Hafen Hilft und von der Anja. Ja. Mittlerweile ist das für dich aber dein Hauptjob geworden, ne? Ja, für mich, ich habe meinen Ingenieurshelm an den Nagel gehängt. Also zumindest teilweise. Manchmal bin ich noch als Gutachterin unterwegs, ein bisschen Geld dazu verdienen. Das ist ja einfach, wenn man im Sozialen unterwegs ist, verdient man nicht so viel wie in der maritimen Wirtschaft, also zumindest wie ich seinerzeit. Aber ich kümmere mich jetzt hauptamtlich um den Verein. Das ist einfach ein Herzensprojekt und es steckt so viel Potenzial ja auch drin noch. Da kommen ja immer wieder Projektideen und Dinge, die wir noch besser machen können. Ja. Und jetzt ist die Kreuzfahrtsaison gestartet, wie du siehst. Und ja, wir werden nicht kalt. Ne? Ja. So, die guck mal Maschinen hier. bleiben warm. Die Andrea schreibt, im Ahrtal wart ihr auch unterwegs. Und wir habt sind da bis heute aktiv. bis heute noch. Ja, Ja, das ist ja so, ne, aus den Medien, aus dem Sinn. ja. Aber Ist ja leider mit vielen Dingen so, was nicht mehr klickt, genau. wird nicht mehr darüber berichtet. Ja, leider, aber die Menschen brauchen immer noch unsere Hilfe. Also liebe Leute, solltet ihr noch überlegen, wo ihr vielleicht dieses Jahr einen kurzen Urlaub macht, fahrt bitte ins Ahrtal. Die Menschen brauchen eure Unterstützung dort. Geht in die Gaststätten dort, geht in die kleinen Hotels und vor allem macht auch eure Weinproben da oder euer Wein trinken, denn es gibt eben halt dort nur Tourismus und eben halt Weinanbau. Da ist keine Industrie. Deswegen sind Sie alle auf unsere Unterstützung und unsere offenen Ohren vor allem noch angewiesen. Ja, und da ist ja so viel zerstört worden, dass der Tourismus ja komplett zum Erliegen gekommen ist. Genau. Ja, es ist jetzt wieder ein bisschen besser, es läuft langsam an, aber es ist so viel Infrastruktur noch kaputt. Es braucht einfach noch viele Jahre und einen langen Atem. Aber viele Privatpersonen haben diesen langen Atem einfach auch gar nicht mehr. Es macht dann ja auch Möbel nach jetzt fast 4 Jahren. Im Juli jährt sich das zum 4. Mal, diese Flugkatastrophe. Und du immer noch auf Gelder oder Handwerker oder Materialien wartest, das macht dich einfach fertig. Also mir tun die Menschen da sehr, sehr leid. Und andererseits bewundere ich den Mut, da zu bleiben und weiterzumachen und seiner Heimat treu zu sein, sich gegenseitig zu unterstützen. Das findet man auch alles im Ahrtal. Und das beantwortet auch die Frage hier von M. Simpson, der gefragt hat, ob das nur im Hamburger Umkreis verteilt wird. Nee, also quasi ja, also weltweit vielleicht nicht, aber europaweit Ukraine, Ja. hast du gesagt, seid ihr viel aktiv. Ja, also wir sind mit den Krisen gewachsen. Das klingt total blöd, aber es ist tatsächlich so. Unser Verein ist immer größer geworden, als die Krisen kamen. Also mit dem Ahrtal, mit Covid. Als hier Covid war, waren wir hier eine der wenigen Organisationen auf Hamburgs Straßen. Ja. Und haben zum Beispiel die selbstgenähten Schnutenpullis, ihr erinnert euch, die Masken verteilt bei den Menschen, die auf der Straße lebten. Stimmt, am Anfang waren das ja noch so selbstgenähte oder Genau, die ich wollte gerade sagen, Hygieneartikel, gestrickte. Essen und Trinken, weil es gab ja nichts mehr. Das Hilfesystem war zusammengebrochen. Dann kam der Ukraine-Krieg, was hatten wir? Flut im Ahrtal, Ukraine, Syrien, das Erdbeben, Türkei, Syrien. Auch dort Da konnten ganz wir hinten im helfen. Osten von der Türkei. Ja, genau. Bei diesem, wann war das? Vor 1,5 oder 2 Jahren war das. Ja, das dieses ist gut 2 heftige Jahre Erdbeben, jetzt ne? her. Und da hatte uns die Freie Deutsch-Syrische Gesellschaft angefragt, ob sie mit uns sammeln dürften. Es wurden bestimmte Dinge dringend benötigt. Und die hatten Erfahrung, eben halt Dinge nach Idlib wohlgemerkt zu bringen. Ihr wisst noch, als der Assad da war, war das ja so noch eine Region, die von Assad bekämpft wurde. Und dort hatte natürlich das Erdbeben auch sein Unheil angerichtet. Und wir sind total stolz, jetzt bin ich wirklich mal stolz, das ist gar nicht so meine Eigenschaft, aber wir sind wirklich stolz, unsere Organisation oder wir alle zusammen mit der Freien Deutsch-Syrischen Gesellschaft, mit Hanseatic Help, den Ukrainern, alle, die bei uns mit im Spendlager haben 4 Sattelzüge mit Hilfsgütern nach Idlib gebracht. Das kann kaum eine andere Hilfsorganisation sagen. Einfach, viele wurden von Herrn Assad abgefangen. Und wir sind über die Türkei rein. Da gab es dann den Zollbeschau. Dann sind wir nach Babelhauer über die einzige befahrbare Straße und sind mit den Weißhelmen, die LKWs der Weißhelme back-to-back gegangen und haben umgeladen. Wahnsinn. Und das eben halt, das war eine großartige, nervenzerfetzende Arbeit.
Man kriegt da viel zu wenig von mit. Genau, ne, das ist wahr. Aber wir arbeiten so viel, dass wir nicht daran denken, das zu erzählen. Ja, wir haben da letztens schon drüber gesprochen, als wir bei euch im Lager waren. Im Prinzip bräuchtet ihr eigentlich so jemanden, der sich nur um Social Media und so kümmert. Du bist willkommen, Patrick. Naja, vielleicht fühlt sich da ja jemand berufen aus Hamburg und sagt, Mensch, das Ganze irgendwie so ein bisschen begleiten, immer mal ein paar Storys machen, weil das ist wirklich so. Ihr habt auch einen Instagram-Account, da könnt ihr ja auch gerne mal schauen. Ja, aber der ist ein bisschen müde, genau. Er ist nicht so gut wie die Arbeit, die ihr macht. Richtig, da ist noch eine Menge Luft nach oben und ja, das ist toll. Also wenn sich jemand findet, der da wirklich Lust drauf hat, Stories, wie man so schön sagt, haben wir ohne Ende. Also da richtig Stories, Content haben wir wirklich viel, aber wir kommen nicht zum Erzählen, das ist wirklich wahr. Also ich kann nur anbieten, wenn ihr mal eine spannende Geschichte habt, begleite ich das auch gerne mit einem Livestream, weil es ist einfach auch spannend. Ja? Ich hätte mir jetzt gewünscht, dass wir noch ein bisschen aufs Schiff gekonnt hätten, aber muss man auch einfach verstehen, die haben Gästebetrieb und also wie gesagt, da schwimmen schon ein paar Leute oben im Pool. Vielleicht beim nächsten Mal. Ja, beim nächsten Mal. Ne? Weil wir haben das dann ja auch öfters, dass wir in Zeitfenstern da sind, wo die Gäste wirklich vom Bord sind und die Neuen noch nicht an Bord sind. Dann könnten wir bestimmt mal was machen. Ja, und die, ich sag mal, die Reedereien müssen das ja auch so ein bisschen kennenlernen, gerade hier mit dem Livestream. Wir haben ja bei TUI dann angefragt, TUI Cruises, und dann hieß es, Livestream, nee, das ist wieder was anderes als eine Filmgenehmigung. Da braucht ihr eine Livestream-Genehmigung. Da war wieder jemand anders dafür zuständig. Dann musst du beim Cruisegate ISPS-Listen ausfüllen. Du musst dann halt TUI Cruises, brauchst du die Drehgenehmigung. Dann ist es natürlich so, dass das Hafen City Terminal noch nicht ganz fertig ist. Haben sie auch gesagt, Mensch, wäre ganz lieb. Guck mal, die Ecke da oben an, da fehlt noch ein bisschen Fassade. Also. Da haben sie auch gesagt, wäre ganz lieb, wenn ihr nicht im Terminal filmt. Das ist noch nicht so ganz, repräsentativ. Also von daher bin ich ja froh, dass das überhaupt geklappt hat. Ja. Es ist ja Wahnsinn, sobald man in die Sicherheitsbereiche kommt, was das plötzlich für ein Papierkram ist. Ja, ja. Also, wobei es ist immer so witzig, du kannst dich da oben, diese Terrasse, die ist ja hier öffentlich zugänglich. Also ihr seht, da oben stehen ja ein paar Menschen. Und wenn ihr mal in Hamburg seid, hier ist ja das neue Westfield Center, diese Terrasse hier am Hafen City Terminal, die ist öffentlich. Ja. Und ich finde mal, da oben kannst du machen, was du willst. Sobald du hier runter gehst. Dann ist das hier, das ist Hafensicherheitsarea. Ne? Das ist bürokratischer. Genau. Hafensicherheitsgebiet. Ja. Es ist ja einfach nach 9/11 so gewesen. Ich meine, vor 9/11 konntest du dir einen Blaumann anziehen und an Bord jedes Schiffes gehen und Dinge rausnehmen und keiner hätte dich aufgehalten. Jetzt musst du dich anmelden, du musst deine Ausweispapiere dabei haben und viele, viele Schritte gehen. Also es ist vielleicht mühselig, aber vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Es ist schon richtig und ich sag mal im Normalfall, wenn man irgendwo fragt, klappt das meistens auch. Ja, und genau. Gerade wenn man natürlich dann sowas machen will wie hier wohltätige Zwecke, Charity, dann sowieso. Ja. Hier war noch eine ganz interessante Frage im Chat. Nehmt ihr auch von Frachtschiffen oder habt ihr von Frachtschiffen schon mal was abgeholt? Eher selten. Das ist tatsächlich, wenn dann mal so ein Bord-PC oder so etwas. Ja. Aber Frachtschiffe haben uns nicht so sehr auf dem Zettel. Aber die haben ja auch, ich glaube auch, dass die nicht so oft modernisiert werden. Ganz genau. Die Schiffe sind ja so für 10 bis 15 Jahre ausgelegt des Dienstes. Dann fahren sie vielleicht noch mal in anderen Regionen der Welt. Und in der Regel wird gar nichts getauscht. Also beim Kreuzfahrtschiff ist das ja im Prinzip wichtig, um das Geschäft am Laufen zu erhalten. Man muss halt alle paar Jahre mal renovieren, so wie Hotels und so weiter auch. Aber beim Frachtschiff sagt man da, es muss halt einfach funktionieren. Ne? Genau. So, dann ist hier noch die Frage von El Ochin. Sag mal, El Ochin, heißt du zufällig Nicole? El Ochin heißt doch rückwärts Nicole, oder? Entlarvt. Die Frage, nehmt ihr auch Kleidung an, Taschen, Koffer und dergleichen? Also Taschen und Koffer total gerne, Kleidung eher an Hanseatic Help. Taschen und Koffer geben wir, das wollte ich mir gerade erzählen, an die Seemannsmission weiter. Weil sehr viele Seeleute aus Fernost durchaus noch mit Pappkartons reisen. Und die freuen sich riesig, wenn sie eben halt von uns einen Rolli
Handy oder auch den alten, meine Eltern hatten noch diese schweren Samsonites, die vom Eigengewicht schon so schwer waren. Solche Koffer nehmen wir sehr gerne an. Ja. Und ansonsten schaut natürlich mal gerne auf der Webseite. Richtig. Also eure Webseite, die ist tatsächlich gut geführt. Und da findet ihr auch Infos, was gebraucht wird, wo ihr spenden könnt und so. Ja, und der Felix fragt jetzt auch nochmal, es kommen natürlich immer wieder Fragen neu, weil nicht alle Zuschauer von Anfang an dabei sind, ob man euch auch Möbel abkaufen kann, um zu unterstützen. Ja, eher nicht. Eher nicht. Weil wir wollen sie natürlich primär immer an die Organisationen und die Bedürftigen weitergeben. Ja. Ich würde sagen, wir gehen jetzt noch einmal den Weg zurück zum Buch, gucken noch mal, ob sich da noch mal ein bisschen was tut. Und ich denke, dass der Krankorb auch langsam gefüllt sein könnte wieder. Septo fragt, ob er Koffer per Post schicken kann. Ja. Wow, also wir haben vor der Spendenhalle tatsächlich eine palettengroße Postbox stehen. Da müsste man einmal den Code mit angeben. Wir haben ein Vorhängeschloss mit eben halt einem Zahlencode. Wenn man die versendet. Da kann er uns mal eine Mail schicken an helfen@der-hafen-hilft.de. Dann erfährt er alles zu unserer Postanschrift, gerade mit diesem speziellen Fall. Ich glaube, da muss man dann auch ehrlich sein und es kommt dann auch so ein bisschen darauf an, was das ist. Ja. Wenn das natürlich Spenden sind oder Dinge, wo ihr sagt, die kann man sehr gut gebrauchen, da habt ihr Not, dann macht man natürlich mehr möglich, als wenn jetzt jemand sagt, Mensch, ich habe hier noch so eine olle Huta-Schachtel. Dann muss man, glaube ich, auch Verständnis haben, dass man nicht an jeder Stelle den gleichen Aufwand treiben kann. Genau, auch Menschen in Not haben ja auch einen modernen Geschmack und auch moderne Bedürfnisse. Also ich sage ja auch immer, dass die 5 Meter Eiche rustikal Schrankwand, die Oma Blümchen hat und die auch wertgeschätzt ist und viel Geld gekostet hat seinerzeit, einfach keinen Platz mehr findet, leider. Einfach weil der Wohnraum der bedürftigen Menschen hier einfach auch viel kleiner ist. Da passt diese Schrankwand nicht hin. Und dieses dunkle, erdrückende ist einfach nicht mehr im Sinne der Menschen, also oder selten. Ne? Also man kann es immer versuchen, sie weiterzugeben. Aber ich sage jetzt mal, die helleren, freundlicheren Möbel, die weißen vor allem, die wir heute so gerne haben, werden bevorzugt genommen. Das sind so Erfahrungswerte. Jetzt haben wir da oben die große Gitterbox. Ja, die ist noch nicht mal Sieht schon wieder relativ voll aus. Also ich würde sagen, das warten wir auf jeden Fall noch mal ab. Dann gucken wir noch mal, dass hier so ein bisschen Action ist. Ja, das wäre schön. Ich kann auch mal oben anrufen, was los ist. Aber dann störe ich, glaube ich, nur beim Tragen. Wenn ihr das Telefon klingelt, man hat ein Sofa im Arm. Ist immer doof. Anja macht schon wieder Stress. Ja, wir genau. essen doch gerade. Wir haben gerade Kuchen bekommen. Aber dann mache ich Stress, weil die uns nicht Bescheid gegeben haben. Ja, man sieht jetzt nicht viel. Also für alle, die später eingeschaltet haben, es werden jetzt hier Möbel, also Sofa, Sessel, Tische von der Europa runtergeräumt und das Team von der Hafen hilft muss jetzt natürlich erstmal diese Möbel aus den Kabinen raus aufs Deck nach draußen bringen, dort in die Gitterboxen packen. Deshalb sehen wir jetzt hier leider nicht so wahnsinnig viel. Das Problem ist ja, die Crews, selbst wenn sie wollten, können sie das ja schwer vorbereiten, weil die Kreuzfahrt, die Reise läuft ja und dann können sie ja nicht die alten Möbel sagen, wir stellen die schon mal in die Gänge. Das muss alles passieren, wenn das Schiff angelegt hat und quasi zwischen zwei Reisen. Ne? Ja, genau. Die Gäste müssen vom Bord sein, weil man will ihnen ja nicht das Sofa unterm Popo wegziehen, wo man gerade noch ein Käffchen zum Wachwerden trinkt. Das geht nicht. Na? Insofern ist es auch terminlich immer sehr knapp. Eben neue Möbel rein und vorher die alten raus. Das sind eben halt 2 Teams. Ja, die sind gut beschäftigt gerade. Dann ist hier die Frage, wisst ihr denn immer, was ihr bekommt oder gibt es auch mal so Wundertüten? Wundertüten sind immer mal dazwischen, aber meistens fragen wir vorher ab, einfach weil Wundertüten, wir wollen ja auch nicht entsorgen. Wir wollen keine Dinge entsorgen, weil als Verein bezahlen wir Entsorgung. Das ist etwas, was Menschen gerne vergessen. Also auch gerade wenn Spenden bei uns vorbeigebracht werden und im Karton dann wirklich Dinge drin sind unten, die wir nicht brauchen, wir müssen das leider kostenpflichtig entsorgen.
Hier ist jetzt auch noch mal gerade die Frage, ob die Europa jetzt neue Möbel bekommt oder ob die Europa ausgedient hat. Nein. Nein, die Europa hat nicht ausgedient. Sie kriegt in den Suiten einige neue Sofas, Stühle hatten wir gesehen und Tische. Und wir kriegen das alte Mobiliar, um das dann an Menschen in eher nicht so guten finanziellen Lagen abzugeben. Jetzt ist hier nochmal die Frage, ist das nicht das Traumschiff? Ich blicke da ehrlich gesagt gar nicht mehr durch, weil es gibt mittlerweile so viele Traumschiffe, ne? Nee, aber da kann ich was tatsächlich zu sagen. Ach, bist du da im Thema? Hey, das ist ja cool. Ja, also so Thema, ich habe nie Traumschiff geguckt, so, aber die MS Deutschland war das immer amtierende Traumschiff. Von Phoenix, die war von Peter Deilmann. Peter Deilmann verstarb und seine Töchter konnten den Laden nicht weiterführen. Dann ist die Deutschland, irgendwo ist mal eine Weile am Aufliegen gewesen und wurde von Amerikanern gekauft. Und jetzt ist es so, dass Phoenix Reisen sie von Amerikanern, die das Schiff gefunden hatten, und für, jetzt muss ich mal eben überlegen, College at Sea oder so, Education at Sea, die haben gut betuchte junge Leute auf diesem Schiff fahren, aber eben halt in der Wintersaison. Da machen sie eine Weltreise und haben ihre Lehrer an Bord und lernen Land und Leute, aber eben halt auch ganz normal für ihre Schule. Und in der Sommersaison, wenn das Schiff nicht für das Semester at Sea, jetzt, das war das Wort, Semester at Sea. Und in der Sommersaison hat Phoenix Reisen das Schiff in Charter und benutzt das eben halt für ihre Passagiere. Und der Style ist immer noch der gleiche. Es ist wunderschön, das Schiff. Also es ist sehr plüschig und viel Messing und so, man muss es mögen. Aber ich fand von dem Interieur, es hat diese alte Handschrift. Und weil es alles diese alte Handschrift hatte, finde ich sie sehr hübsch von innen. Ich habe sie vor kurzem mal einmal gesehen, als sie in den Nordostseekanal gefahren ist. Also es ist wirklich ein bisschen oldschool, alles. Ne? Keine Balkone. Sehr interessant, ne? Aber sie Balkone? Sie hatte keine Balkone. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Und jetzt muss man auch sagen, die Deutschland war immer in Wettbewerb hier mit der Europa. Also die Diamonds und die Hapag-Lloyds waren immer am Kämpfen, wer hat jetzt die 5 Sterne und Co. Es waren Wettbewerber. Und jetzt ist die Europa halt als 5 Sterne plus nach wie vor am Markt. Und die Deutschland hat jetzt keine 5 Sterne mehr, sondern eben halt schon noch ein bisschen diesen bequemeren Standard bei Phoenix. Europa, und ich glaube, in ein paar Tagen kommt auch die Europa 2. Ne? Richtig. Die ist ja deutlich neuer. Ne? Ja. Ich weiß gar nicht, von wann die Europa ist, aber die müsste hat ich schon jetzt ein auch paar gucken. Jahre auf dem Buckel. Also Ja. irgendjemand im Chat, der weiß das bestimmt. Ja. Aber die sieht so aus, als ob sie wahrscheinlich sogar Anfang der 2000er, Ende der 1990er gebaut Also wurde. ich kenne sie noch aus meiner Werfzeit. Also ich habe die Antriebe mit repariert. Deswegen cool. kenne ich sie Cool. noch. Und in Europa gab es ja bei Hapag und später Hapag-Lloyd ja immer als Schiff. Also auch in der Zeit, als es noch nach Amerika die Auswanderbewegung gab, gab es schon Europas von der Hapag. Also Hapag-Lloyd war ja in den 70er Jahren dazugekommen. Da gab es schon die Europa und mit die Erfinder der Kreuzfahrt. Weil früher war es ja einfach nur ein Transfer über den Atlantik. Ja, das ist ganz interessant, wenn man auch so ein bisschen die Geschichte so von Cunard mal liest, die ja auch klassische Transatlantik-Passagenanbieter waren, dann so ein bisschen ins Kreuzfahrtgeschäft und daraufhin wurde dann ja irgendwann, ich glaube, die Ansage zur Queen Mary 2 war, baut mir ein atlantikfähiges Kreuzfahrtschiff oder so ähnlich. Ja. So habe ich das mal irgendwo nachgelesen. Ja. Das war so die Ansage. Ne? Ja, das war... Und wenn man halt bedenkt, dass, ich meine, heutzutage sind Flugreisen total normal. Früher war halt die Reise mit dem Schiff normal. Genau, ja. Man musste immer, wenn man auf Reisen war, ein gewisses Zeitkontingent mit einplanen. Heute hat der Mensch irgendwie weniger Zeit. So, es ist irgendwie komisch. Dafür dann Reisen mit Stil. Ja. Ne? Ja, ich erinnere mich, als die Queen Mary bei uns im Dock war, das war spannend seinerzeit. Das erste Mal vor allem mit den sogenannten Pod-Antrieben. Sie hat ja 4 Stück davon und da hatten wir ja auch erstmal anfänglich nur wenig Erfahrung. Das war eine wirklich spannende Zeit und der Wettlauf mit der Zeit natürlich immer. Weil nichts ist schlimmer, als wenn ein Schiff im Dock liegen bleibt und 4.500 Gäste an der Pier stehen. Ja, das stimmt, ne, das stimmt. Also hier sehen wir bei der Europa für alle Schiffsfreunde mal, ne, wir sehen hier mal den Wulstbug ganz in Ruhe, der dümpelt da rum. Wir haben 2
Bugstrahlruder vorne. Ich weiß gar nicht, die Europa, hat die noch einen ganz normalen Festpropeller? Nein, die hat auch schon Poddantriebe. Poddantrieb, ne? Wer war denn das? Irgendein Kreuzfahrt? Ich glaube, die alten AIDAs haben teilweise noch einen konventionellen Antrieb. Hier die Diva und so. Die haben noch, glaube ich, Ja. konventionellen Festpropeller. Ja. Ja. Aber man kann, das sind keine Festpropeller, das sind schon Pitchpropeller, also sind Verstellpropelleranlagen. Das heißt Pitchpropeller, du kannst das Blatt des Propellers drehen. Ganz genau, du kannst auch voraus und zurück quasi die Ohren verstellen und hat ein normales konventionelles Ruderblatt. Da hat man auch schon eine vernünftige Manövrierfähigkeit. Manchmal haben die auch Heckstrahler. Also das ist auch schon gut fürs Manövrieren. Der Pod ist natürlich der Traum allen Kapitäns, sag ich mal immer, weil man quasi, you can turn on a dime, würde der Ami sagen. Also man kann dann wirklich vorzüglich mit manövrieren. Aber es gibt eben halt 2 oder 3 Hersteller nur für die Podantriebe und die großen Reedereien nutzen die eben halt bevorzugt. Und wenn man dann mit einer kleinen Reederei da um die Ecke kommt, ist immer so die kleine Fragestellung, werde ich denn auch so bevorzugt behandelt wie die Großen, wenn ich dann Service brauche. Deswegen kann ich mir vorstellen, aber ich weiß nicht, ob es jetzt stimmt, dass AIDA anfangs da auch zurückhaltender war, vor allem als sie eben halt auch noch nicht einem Großkonzern angehörten. Mensch, das entwickelt sich ja hier noch zu einem technischen Hintergrundstream für Kreuzfahrtantrieb. Ich muss noch mal fragen, so ein Pitchpropeller, hat der quasi immer die gleiche Drehrichtung? Das heißt, für rückwärts müssen die nicht stoppen, sondern sie verstellen die Ohren am Propeller. Ja. Interessant, das wusste ich auch noch nicht. So, haben wir denn hier noch eine Frage? Obwohl, es gibt auch beides. Ne? Es gibt auch umsteuerbare Maschinen und Pitchpropeller. Also es gibt beides. Ne? Ich finde das super interessant. Ich sehe auch, das Feedback im Chat ist sehr gut. Und was immer ein gutes Zeichen ist, wenn der Chat nicht so rattert, dann hören Sie gespannt zu. Oh, du hast da deine Erfahrung. Für mich ist das ein Novum heute. Und ich bin total begeistert, wie angenehm das ist, auch mit dem Chat. Ja, und die guten das ist Fragen. toll. Also wir haben, ich meine, du siehst das jetzt nicht, aber wir haben jetzt 3000 Zuschauer, die zugucken. Ne? Ja. Also, ja. Und... ja, für alle, die später eingeschaltet haben, wir sind hier an der Europa und der Hafen hilft, ist eine Organisation. Da steht Wiki. Mal gucken. Ich gehe mal eben winken. Ja. Der Hafen hilft ist eine Organisation, die quasi von Schiffen altes Inventar übernimmt und an Bedürftige verteilt. Natürlich nicht nur von Schiffen, aber da haben sie sich halt sehr stark etabliert und arbeiten da halt mit Reedereien zusammen. Und von der Europa werden heute ein paar Möbel abgeholt, ein paar Sessel, Sofas und Tische, glaube ich. Die ist ja gar nicht Wiki. Da oben steht die Wiki, Wiki gehört zu TUI, ne? Ja, nee, aber es ist nicht Wiki, das ist die Housekeeping Managerin. Ich habe mich nur eben verguckt, okay. Trotz Brille. Aber es geht wohl gleich los. Geht gleich weiter. Geht los? Ja, das nehmen wir noch mal mit hier. Also die Gitterbox ist ja wirklich, die ist ja größer als ein Container. Ja, aber man sieht schon, dass hier die Möbel den Gang entlang getragen werden. Das sind aber noch die neuen, ne, so ein bisschen verpackt. Und dann geht es da eben halt rein zur Tür, wo eben halt das Zwischenlager ist. Das ist ein kleines Restaurant oder Bar, so eine Kaffeebar. Und da wird gerade zwischengelagert. Aber mal gucken, dass der Korb hoffentlich bald leer und wieder voll ist. Hier kommt noch eine ganz interessante Frage. Viele Bedürftige haben ja kein Auto oder dürfen keins haben. Wie kriegen sie denn die Möbel? Ja, die Sozialarbeiterinnen kümmern sich in der Regel um die Abholung. Manchmal haben sie ja, wenn es eine große Organisation ist, ich nenne jetzt mal einen Namen wie Diakonie oder so, die haben ja manchmal im Fahrzeugpool eine Möglichkeit. Und dann gibt es aber eben halt auch so kostengünstige Lieferservice. Wir können es leider nicht leisten, auszuliefern. Unsere 2 Fahrzeuge, die wir haben, sind jeden Tag auf Achse, um Dinge abzuholen. Weil ein 2000 Quadratmeter Lager will natürlich auch gefüllt sein.
Und deshalb richtet ihr euch ja auch in erster Linie an andere Organisationen, Korrekt. die dann quasi die Verteilung vornehmen. Ja. Also es ist nicht so, dass eine Einzelperson Genau. zu euch kommt und sagt, ich brauche jetzt ein Sofa, Ja. schnalle ich mir hinten auf mein Fahrrad Ja. Und bringe das dann mit nach Hause. Ja, das war von vornherein so, dass immer eine gemeinnützige Organisation sagen muss, ich habe ja einen Klient, eine Klientin, die benötigt ein Bett oder einen Schreibtisch oder eben halt neues Geschirr und Besteck. Einfach, damit wir nicht die Bedürftigkeiten dergleichen prüfen müssen. Das wird uns einfach überfordern. Das wollte ich gerade sagen, es muss ja eine gewisse Legitimation da sein. Ne? Es Genau. kann ja jeder behaupten, dass er bedürftig ist, Genau. aber wenn ihr da eine Organisation habt und wenn ihr sagt, Ich bin ein bedürftiger Student, ich brauche neue Winterreifen. ja, da müsste der natürlich erstmal wieder das irgendwie nachweisen und dann hast du natürlich Ja, aber das ist ja auch eben eine Bürokratie. genau, und das ist einfach schwierig für uns. Und es ist gar nicht so schwierig, über uns Spenden zu bekommen. Einfach, es kann ja auch eine Kita sein, wo mein Kind hingeht und ich brauche was Bestimmtes, ich bin Kinderfahrer. Dann kann man dort die Sozialarbeiterin ansprechen. Oder bei einer Seniorenhilfe jemanden ansprechen. Oder bei der Behinderteneinrichtung ohnehin. Also es ist gar nicht so schwierig. Man braucht einfach nur den Kontakt aufzunehmen mit einem Sozialarbeiter, einer Sozialarbeiterin und dann nehmen die mit uns Kontakt auf und dann läuft das auch Dann schon. funktioniert das auch Ja. schon. Ne? Das ist auch das einzige Handicap sozusagen, um bei uns an Spenden zu kommen. Ist einfach wirklich nur, da muss jemand dazwischen. Also ich glaube, irgendwann müssen wir tatsächlich noch mal einen Rundgang durch euer Lager machen. Also da, Sehr gerne, Patrick. da lagern halt ein paar Schiffe. Jo. Ja, aber auch andere spannende Dinge. Es ist Ja, einfach wirklich immer... Kannst du noch mal ein bisschen was dazu sagen, was ihr so an Highlights hattet, so an Spenden? Also jetzt die Diva hatten wir ja eben schon, das war ja ein Riesending. Ja, das war Aber hast du noch so 2, 3 andere Geschichten oder wo du sagst, boah, das war echt hammermäßig? Hammermäßig. Meine Schwester ist immer voll mit Geschichten. Ich drehe es mal andersrum. Ich drehe es mal auf die Empfänger. Wir kriegen zum Beispiel von einem Sanitätshaus gelegentlich tatsächlich auch überholte Rollstühle und Rollatoren und solche Dinge. Das ist sehr ungewöhnlich. Die haben das Herz am rechten Fleck, weil eben Sanitätshäuser gar nicht gebrauchte Dinge mehr zurücknehmen. Ihr kennt das vielleicht, ihr habt euch mal Krücken, also Gehhilfen besorgen müssen. Die möchte keiner mehr haben. Und meine Schwester war noch nachmittags im Lager, machte noch ein paar Mails und dann kam ein Anruf von der Polizei. Da denkst du natürlich erstmal, hey, ich war es nicht. Aber die sagten, Mensch, habt ihr einen Rollstuhl auf Lager? Ja, sagt meine Schwester, wir haben einen Rollstuhl auch auf Lager. Könnt ihr den bitte in die Schanze bringen, auf die und die Tanke? Dort hat ein Obdachloser gerade seinen Rollstuhl verloren, der wurde ihm geklaut. Aber wir können jetzt nicht kommen und abholen, weil wir sind ja im Dienst. Und dann hat meine Schwester einen Rollstuhl gesucht und noch ein paar Esssachen und noch ein paar Dinge, die vielleicht nützlich sind auf der Straße und ist da eben halt auch in die Schanze gefahren und hat den armen Kerl, auch ohne Zähne und so, diesen Rollstuhl gegeben, hat sich gefreut wie Bolle. Ohne Zähne habe ich extra erwähnt, weil meine Schwester hat ein paar Äpfel eingesteckt. Das war natürlich eine sehr blöde Idee. Das ist auch so ein Erfahrungswert. Bananen sind da die bessere Frucht. Aber er hat sich trotzdem gefreut, einfach, dass auch Menschen da waren, ihn nicht im Stich ließen. Weder die Polizei noch meine Schwester, die eben halt sich dann noch um ihn ein bisschen gekümmert hat und betrudelt hat. Und ja, ich sage nur Augen auf, das sind auch Mitmenschen in Not. Und wenn ihr da auch gelegentlich mal einfach fragt, können wir dir was Gutes tun. Es ist ja nicht immer der Euro, der gewünscht ist. Also ich finde das sensationell, was ihr macht und ich muss immer sagen, Hut ab vor allen Menschen, die so viel von ihrer Zeit opfern, wobei opfern ja fast das falsche Wort ist, ne? Die so viel Zeit investieren, schenken, um anderen Menschen zu helfen und ohne sich Gedanken darüber zu machen, was sie davon haben. Ja. Es ist auch eine Spende. Es ist eine Zeitspende. Ja, es ist eine Spende, es ist eine Zeitspende und es hat natürlich auch ein bisschen was Befriedigendes, finde ich. Wenn man was Gutes tut, also das klingt jetzt zwar doof, aber man hat dann auch ein gutes Gefühl. Ne? Ja. Ich glaube, das ist auch legitim. Ne? Absolut. Wenn man hilft, dann darf man auch hinterher ein gutes Gefühl haben. Ich glaube, man darf da auch stolz drauf sein und
was ich halt auch toll finde, ich habe ja euer Team jetzt nur so sporadisch kennengelernt, aber man merkte gleich, dass da eine gute Stimmung herrscht. Ne? Das ist auf jeden Fall so. Und wir sind jetzt keine Superhelden oder irgendetwas. Ne? Jeder, der hilft, man muss immer auch ein bisschen aufpassen. Das Gegenüber ist ja einfach ein Mensch, ein Mitmensch, ein Nachbar, der einfach nicht auf der Sonnenseite sitzt. Und das heißt jetzt nicht, dass wir deswegen Superhelden sind. Wir sind einfach Mitmenschen und haben glücklicherweise die Zeit und die Möglichkeit, mit einer Kleinigkeit zu helfen. Manchmal sind es auch größere Größigkeiten. So. Aber das liegt dann an unserem Volumen, die wir mittlerweile bewegen. Hier wird die Europa noch ein bisschen hübsch gemacht. Ja, manchmal muss man so Kleine die sogenannten Ausbesserungsarbeiten, Touch-Ups, ja. genau. Mal die So, kleine da ist so ein Rostnase bisschen, wegmachen. ja, dieser Rost, das sieht man halt bei den Frachtschiffen auch viel. Das ist ja immer, wenn irgendwo mal Wasser rausläuft meistens. Ne? Hat sich Wasser gesammelt, läuft dann raus und dann gibt es halt so diese unschönen Rostnasen. Das ist ja auch hier beim Anker. Ne? Ich glaube, es ist auch nicht wirklich Rost, sondern das ist quasi rausgelaufen. Und ja, die Ankerkette wird ja hier hochgezogen und die ist natürlich nicht angemalt. Sie hat natürlich ihre Markings, damit man weiß, wie viel Kette raus ist. Aber ansonsten ist ja eine Ankerkette nur purer Stahl und der schuppert dann eben halt da längs. Und beim Hochheben läuft natürlich das Seewasser raus und dann hat man natürlich auch ein bisschen, aber das ist kein schlimmer Rost jetzt oder nichts Gammeliges, sondern es ist einfach nur Rostwasser. ja, ich erwähne das, weil bei uns in den Streams immer teilweise der Lieblingskommentar bei einigen Schiffen ist immer, die brauchen mal wieder einen Eimer Farbe. Ah, ja. Also bei Frachtschiffen, da ist es natürlich teilweise noch stärker. Ich glaube, bei den Kreuzfahrtschiffen, da wird schon deutlich mehr gemalert. Ja, bei den Kreuzfahrtschiffen natürlich muss das auch hübsch sein. Und bei den Frachtschiffen sind ja auch wesentlich weniger Menschen mit Besatzungsmitgliedern an Bord. Und die Zeit ist knapp, gerade in den Häfen. Wenige Stunden, dann ist schon wieder komplette Container Pier leer geräumt und alles im Dampfer. Und dann muss schon wieder losgesegelt werden. Das geht da ratzi-fatzi, da hat man wenig Chance für Touch-Ups an der Seite, weil man ja auch eben halt bei der Ladungsoperation dabei ist und die checkt. So, Durchsage. Test. Okay. Okay, das war jetzt nichts Wichtiges für uns. Nochmal ein dickes Dankeschön an euch, dass ihr auch wieder hier für den Kanal ein paar Spenden raushaut. Ein ganz, ganz fettes Dankeschön. Ich möchte euch aber gerne nochmal darauf hinweisen und bitten, wenn ihr was für der Hafen hilft tun wollt, dann schaut mal auf die Webseite. Vielleicht können wir auch das PayPal-Konto nochmal verlinken. Ihr wisst ja, bei YouTube und bei Twitch, da muss man immer einen Anteil abdrücken. Da kommt dann nur ein Teil bei uns an und es ist für uns dann auch nicht so einfach, das weiterzuleiten. Da müssen wir wieder daraus eine Spende generieren. Also wenn ihr sagt, ihr findet, das ist ein echt cooles Projekt und ihr jetzt nicht hier aus der Gegend kommt und sagt, ihr könnt ein bisschen mit anpacken, dann lasst doch gerne per PayPal, ich glaube, ein Konto habt ihr auch. Genau. Also auf der Webseite PayPal ist das alles. der-hafen-hilft.de. Ja. Alles auf unserer Internetseite zu finden. Aber wenn ihr PayPal macht, PayPal@der-hafen-hilft.de. Und ich sehe gerade im Chat, es gibt auch eine Better Place-Seite. Richtig. BetterPlace.org, ja. Das ist ja auch ja so eine Art Crowdfunding für gemeinnützige Organisationen. Kann man das so sagen? Ja, also das ist ein Portal, wo Geldspenden für Organisationen gesammelt wird. Apropos Crowdfunding. Bei der Hamburger Volksbank gibt es auch, viele schaffen mehr gerade. Und da machen wir zum ersten Mal Crowdfunding für unser Projekt Nadel und Hafen. Wir kriegen ja von diesen Kreuzfahrtschiffen auch heute auch Textilien gespendet, wie eben halt Vorhänge, die ausgemustert werden oder eben halt auch Zierkisten und solche Dinge. Okay. Und Nadel und Hafen ist unser Nähprojekt. Das ist ein bislang 15-köpfiges Team und die bringen die Nadeln dann zum Glühen und machen da eben halt andere schöne Dinge draus, die wir wieder an bedürftige Menschen weitergeben. Also die nehmen quasi den Stoff und genau. nehmen dann... Ja.
Und zum Beispiel haben wir Was nehmen Leseknochen. die daraus so? Also zum Beispiel Leseknochen, dann nehmen wir die Füllung von zum Beispiel den Zierkissen und die sind zum Beispiel ins Ahrtal in eine Gaststätte gegangen, also ein Gasthaus gegangen, das weiß ich. Wir machen Damenbinden, bunte Damenbinden. Das klingt jetzt ein bisschen strange, aber in Afrika können junge Mädchen und Frauen nicht in die Schule, wenn sie ihre Menstruation haben aber auch keine Ressourcen, also wenig Hygieneartikel zu kaufen, geschweige denn ist das Geld da. Und diese Damenbinden kann man waschen. Die sind einfach waschbar. Also die haben da keine Einweg, wie Genau. wir das hier Eben, genau. Dort und dann schön bunt und dann werden sie auch gerne getragen. Und vor allem die Kids können zur Schule gehen. Stiftemäppchen machen wir, also wo einfach Buntstifte oder sonstige Stifte eingerollt werden können. Da ist ein schöner bunter Faden drum, wie eine kleine Mappe. Kulturtäschchen nähen wir, Haarbänder, Transporttaschen. Ich habe jetzt nur unsere Hafenhilftasche, aber alles so in schönen bunten Farben. Solche Dinge machen wir. Ja, wir sind jetzt auch schon eine Stunde dabei und Ja, eigentlich hatte ich irgendwie gesagt, wir wollen ja noch mal darauf warten, dass Ich hatte auch gehofft, dass es irgendwie anders die geht. große Gitterbox da mal runterkommt. Ja. Ja. Ich könnte mal Vicky anrufen, ob man da was machen kann. Das tue ich mal. Viktoria Müller anrufen. Mal ein bisschen Druck machen hier. Ja, tschakka. Jetzt hört sie es nicht. Dann nehme ich mal jemand anders. Das ist das, wenn man Dinge in der Hand hat, kann man nicht rangehen. Wir wollen die auch jetzt nicht stören beim Arbeiten. Ja, eben. Also da ist auf jeden Fall Action da oben an Deck, aber wir stehen hier natürlich jetzt. Hi, Wolfgang. Was? Hier wird kein Lachs gegessen. Nee, Du, ich frage mich, ob eine Chance ist, ob mal ein Container mit Spenden runter könnte. Jetzt auch für Hamburg Hafen Live, dass hier unten ein bisschen Action ist für uns. Hm? Wow. Ah. Mhm. Ja. Oh, das klingt aber schon richtig gut. Ja. Mhm. Das weiß ich nicht. Ihr müsstet mal fragen. Ich weiß nicht, wo Vicky ist oder die Housekeeping-Managerin. Dann fragt doch mal, ob die nächste Fuhre nach unten doch schon mal mit den Möbeln sein könnte. Weil, wenn ich das richtig sehe, ist die Kiste gleich leer. Und dann könntet ihr mal die Stühle und so schon mal vielleicht reinschubsen. Das wäre nett, Wolfgang. Ja, oder genau, eine von den Mädels anfangen. Alles klar, danke, ciao. Die denken sich jetzt auch. Jetzt kommt Vicky gerade durch, genau. Hey Vicky, ja. Du, ich wollte mal fragen, kann die nächste Kiste mal gefüllt runterkommen mit Spenden? Ich habe gerade von Wolfgang gehört, da steht schon einiges bereit. Genau, die sind dabei. Mhm. Großartig. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Deswegen haben wir jetzt vorhin einen sozusagen schon vorbeigehen lassen. Genau, und jetzt muss der eine nochmal entleert werden. Aber wir haben jetzt, also hier wird unermüdlich, schon Stühle und alles ist jetzt schon Genau. Ja, das wird sportlich, ne? Aber vielleicht können wir den ersten trotzdem schon mal runterschicken, so? Ja, großartig. Läuft. Ja, wunderbar. Ja, eben darum geht's, genau. Weil wir hier schon eine Stunde am Warten sind. Aber ja. Ja, wir sind mittenmang. Alles gut hier, also alles fein, aber wäre cool, wenn wir jetzt einmal eine Hafenhilfsspende sehen könnten. Ja, warte mal, ich glaube, jetzt wieder anfangen,
Ja, genau. Mach mal. Danke, ciao. Bis gleich, ciao. Geht gleich los. Geht sofort los, ja, genau. Ja, Felix fragt hier, ob wir auch nochmal aufs Schiff gehen. Also das Problem ist, dass wir leider jetzt, weil da Gästebetrieb ist, haben wir keine Drehgenehmigung bekommen. Also wir gehen nochmal aufs Schiff, aber mit dem Dreh hat die Reederei gesagt, hätten sie heute nicht so gerne. Deshalb stehen wir jetzt hier an der Pier. Genau. Wir können noch mal an der Pier entlang gehen nochmal. Genau, wir warten jetzt nochmal auf den Korb, dann können wir da noch einmal lang gehen Ja. und dann haben wir eigentlich auch das meiste, glaube ich, so erzählt. Oder fällt dir noch irgendetwas ein zum Projekt? Also, Ich weiß, solche offenen Fragen sind immer schwierig. ja, ne? das ist, also es ist nur die Sache eben, wie man das jetzt so miteinander verknüpft, weißt du. Wir haben viele, viele Ideen bei uns im Spendenlager. Nadel und Hafen habe ich ja erzählt, unser Nähprojekt. Demnächst wollen wir auch Schulklassen einladen, einfach mit einer virtuellen Schnitzeljagd zum Thema Nachhaltigkeit, weil es gibt ja so viele Dinge, die wir wegwerfen, zum Beispiel ein Daunenkissen, das eben halt seine Schweißränder hat, nicht mehr schön ist ja auch keine Spende mehr. Manchmal landen die ja trotzdem bei uns. Und was macht man jetzt damit? Also einfach wegwerfen ist ja doof. Und dann gibt es eben halt Projekte, beziehungsweise Firmen in diesem Falle, die Federn und Daunen recyceln. Und wir sammeln diese Decken und Kissen, die eben halt nicht mehr spendenfähig sind, und verschicken sie. Und daraus wird zum Beispiel ein neuer Schlafsack, eine neue Daunenjacke oder eben halt auch eine neue Bettdecke. Und solche Dinge wollen wir halt den Schülern zeigen. Kronkorken oder Weinkorken oder Brillen, solche Dinge. Das sind 1000 so kleine Mikrodinge, wir nennen es Mikroprojekte, die noch in einen weiteren Kreislauf kommen. Auch haben wir Kunststoffe, zum Beispiel Polyethylene, Propylene, die ein Projektpartner von uns, Insel e.V., zum Beispiel zu einer Parkbank ummodelliert. Also und das wollen wir eben halt zum Also Beispiel ein Schülern bisschen zeigen. sensibilisieren und Genau. aufklären. Ja, in den Schulen wird ja ihr kennt das, wie heißt das, die Sustainability Goals von den SDGs, Sustainability Development Goals, unterrichtet. Das sind diese 17 UN-bunten Kärtchen, was man alles erreichen muss in einem gewissen Zeitraum. Und wenn man die sich als Schüler oder überhaupt als Mensch so anguckt, denkt man, keine Armut mehr auf der Welt, gute sanitäre Versorgung für Menschen und so. Das sind Riesenziele und man fühlt sich ein bisschen hilflos. Aber jeder von uns kann mit kleinen Schritten doch was zu beitragen und das wollen wir dann in unserem Lager zeigen. Den Schülern, Sozialtagen und allen Interessierten, die mal bei uns rumkommen. Es ist ja so, jeder von uns trägt ja mit kleinen Schritten zur Umweltverschmutzung bei, indem er ein Kaugummi wegwirft oder nur ein Stück Papier oder eine Zigarettenkippe. Und genau diese Dinge muss man jetzt mal rückwärts denken. Ne? Genau, es fängt natürlich mit dem Konsum an und vielen Dingen. Ich denke, dass am meisten eigentlich die politische Schiene erstmal greifen muss, bestimmte Dinge ganz hoch angesetzt reguliert werden müssen. Aber natürlich ist jeder von uns aufgerufen, auch Dinge sich zu überlegen, muss ich das wirklich kaufen? Damit fängt es ja an. Ja, Und muss ich so. das jetzt auch wirklich wegwerfen oder kann ich es reparieren? Kann ich das verschenken, weiterverwerten? Also solche Fragen sich schon mal zu stellen, ist ja auch schon mal ein wichtiger Schritt. Ja, So, wir gehen jetzt noch mal hier hoch. genau. Hoffe ich, dass wir gleich den schwebenden Korb noch beobachten können. Also ich finde das Projekt klasse. Ich finde die Idee auch super, einfach zu sagen, man räumt Kreuzfahrtschiffe aus. Vereinfacht gesagt, Jo, man räumt die aus sagen wir und auch immer. beendet das Inventar. Ich hatte mir erst überlegt, manchmal muss man ja auch Titel von Livestream so ein bisschen so machen, dass die Leute zum Klicken animiert werden. Dann dachte ich mir, wie weit kannst du jetzt gehen? Ich wollte erst sowas sagen. Wir räumen Europa aus. Wir räumen mein Kreuzfahrtschiff aus. Ich glaube, da würde ich Mecker kriegen irgendwann. Ja, ich habe dann noch mal etwas, ich habe das dann noch mal etwas entschärft. Ja. So, na, Aber für einen guten Zweck ist auch Clickbait erlaubt. ja, die sind noch da am Laden und machen. Ja, Bewegung oben ist. Wir wissen jetzt nicht, was. Aber die Kartons sind ja aber auch echt sperrig da, ne, die sie da haben. aber so könnt ihr Aber- mal hier einen Blick auf Ja. die Pier vom Hafen City Ja. Kreuzfahrtterminal Genau. werfen.
Ja, ganz neu. Vierter Schiffsanlauf oder zweiter, ich weiß nicht, dritter, vierter, irgendwie. so. Also da hat noch nicht das Dutzend voll. Kann das sein, dass der Kran den Motor angeschmissen hat? Ja, das hat er. Und ich glaube, aber es kommen nur Leerkartons runter, fürchte ich. Oder zumindest oben drauf noch ein paar Leerkartons. Schauen wir mal. Ja, auf jeden Fall tut sich da was. Ja. Willst du nach unten gehen, von der Perspektive Ich hier? glaube, von hier ist das gar nicht so schlecht, Ja, er oder? wird hier einschwenken. Insofern passt das. Mal schauen, wenn das Wetter heute Abend mal mitspielt, dann könnten wir ja vielleicht sogar noch das Auslaufen von der Europa zeigen. Oh ja. Aber weißt du, was so schön war? Wir waren letztes Jahr mit unseren Hafenhelfer-Crew tatsächlich eine Barkassenfahrt gebucht. Ach cool. Einfach so. Ja, war ein Traumwetter. Und es war eine Barkasse, wo man oben im Freien sitzen konnte. Und wir saßen natürlich auch alle oben im Freien. Und dann lief die MS Europa aus. Und wir haben dann unseren Skipper gebeten, die Europa zu grüßen. Und eigentlich erwartet man nicht, dass dann so ein wunderbarer Kreuzfahrer eine Barkasse zurückgrüßt. Aber sie haben ihm halt auch dreimal kurz gegeben und das war natürlich großartig. Das ist immer toll. Ach, und wir waren alle so happy und stolz. Und ich glaube, die Europa hat auch ein anständiges Horn. Also Ja. ich glaube, das ist richtig. Das Typhon ist was. ordentlich, das Ja. ist jetzt keine Quäke. Aber das schönste Typhon hat immer noch die Queen Mary 2. Das stimmt. Und was wir auch immer sehr toll finden, ist die Aida Sol. Ah, okay, da Die muss hat ich mal auch hinhören. Ja, ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, welches Typhon bekommt man oft zu hören. Ja. Und Aida ist natürlich sehr präsent Ja. und die sind auch immer sehr grußfreudig. Ja, die sind häufig da. Und die haben ja auch irgendwie ihre kleine Fangemeinde hier immer auf der Pier stehen. Ja, Ne? klein ist gut. Also ich bin schon gespannt, wenn ich am Donnerstag abfahre Ja. mit der Aida Prima. Ja. Da bin ich schon sehr gespannt, was da dann los Also ist. das sind offensichtlich Leerkartons Ja, wieder. die sind nur leer. Vielleicht Aber von dann den neuen ist ja Möbeln. hoffentlich jetzt Platz für unsere neuen Möbel oder unsere gebrauchten Möbel. Ne? Bei der nächsten Hiebe dann. Ja. Aber so ist natürlich Kran-Operation immer ein Bottleneck, ne? Wenn man viele Dinge zu bewegen hat während einer Liegezeit. Deswegen stehen hier ja auch zwei Kräne. Ich denke mal, das eine war vorhin für die Koffer und das hier rein für die Möbel jetzt. Einfach weil es hier keine Gangway gibt, wo man einfach die Dinge runterschleppt. Ne? Seid ihr mit so ziemlich allen Reedereien in Kontakt? Mittlerweile fast, ja. Ja. Genau. Also, Also und schon das ist spannend. jetzt auch egal, ob das deutsche Reedereien sind. Also ist nicht nur jetzt TUI, AIDA, Mein Schiff, sondern auch, du hast ja gesagt, Costa. Costa Morgan. ist morgen und MSC hat uns auch schon mal angefragt. Muss ich mal eben überlegen, kommt sonst noch jemand da? Royal Caribbean kommt nicht so hierher. Aber das sind eigentlich so die gängigen. Achso, Balmoral, also hier Fred Olsen hat uns auch schon gespendet mal. Das ist jetzt schon eine Weile her, da waren sie bei Blom und Voss noch im Dock. Also eigentlich kennen uns die meisten. Und das Schöne ist eben halt, dass die Schiffsagenturen uns ja auch kennen. Hier in Hamburg, Kiel und Bremerhaven insbesondere. Kriegen ja auch was mit, ne? Genau, ach so, Crystal Cruises, die haben uns auch schon genutzt. Und dann Genutzt kommen, klingt so. ja, Die haben uns auch schon genutzt. ja, im Sinne von so, ja, nimmt ihr Donations, ne, so. Es ist, glaube ich, auch okay, dann zu sagen, dass es auch der Reederei nutzt. Natürlich. Ja, es ist ein bisschen es ist Eigennutz dabei. Win-Win. Absolut. Ne? Es ist Win-Win. Ja, wir freuen uns, dass wir Dinge weitergeben können. Die Reedereien haben eine gewisse Kostenersparnis und natürlich aber auch das gute Gefühl, dass sie über uns Menschen versorgen können. Ja, ihr Lieben. Ich finde, wir haben das meiste erzählt. Jetzt warten wir mal kurz, bis der Krach hier weg ist. Und dann Genau. würde ich noch mal die Kamera umdrehen. So, da sind wir noch mal. Die Anja Moin. von der Hafenhilfe, wer später eingeschaltet hat,
empfehle ich euch noch einmal zum Anfang des Streams nachher zu spulen. Das Ganze bleibt ja auch gespeichert. Ja. Da geht es quasi los mit der Entstehungsgeschichte von der Hafen hilft, wie Ja. das Ganze gekommen ist. Und die Anja erzählt da unheimlich viel. Anja, ich kann mich nur bedanken, weil ich fand das super interessant. Also was ich ehrlich gesagt auch so persönlich toll finde, ist dein Ingenieurs-Background, dass du einfach mal was über Schiffe erzählen kannst. Ja, So. ich mag das schon, die Schifffahrt. Ja, also finde ich richtig toll. Ne? Also ja, ich hoffe, euch hat das auch allen gefallen. Muss ich eigentlich gar nicht fragen bei so vielen Zuschauern. Also vielen Dank. Danke auch für eure Unterstützung heute. Ich Ja. habe das schon mal gesagt, auch vielen Dank, dass ihr auch für uns, für den Kanal ein bisschen was gespendet habt. Aber bitte, wenn ihr wollt, heute dann einmal bei der Hafen hilft, lasst da ein paar Taler da als Ich danke euch. Dankeschön. Ja? Ne? Und Ja. Patrick, das hat mir auch total Spaß gemacht. Das war so War okay? entspannt und schön und mit dir macht sowas Spaß. Ich habe sonst immer einen gewissen Druck im Nacken, wenn da mal ein Interview ansteht. Und es war so schön heute. Und Darf bei ich bestem wiederkommen? Hamburger Wetter, also ohne Nieselregen, großartig. Du darfst auf jeden Fall Pfingsten war ja wiederkommen. wirklich für einen Eimer. Ne? Ja, das war schlimm gestern. Also wirklich. Ja. Also wir haben auch die letzten Tage nichts gemacht, weil es einfach wettermäßig, ja. Ja, da bleibt man jetzt mit einem heißen Kakao im Bett. Ja gut, ihr Lieben, in diesem Sinne ein ganz dickes Dankeschön. Euch Danke noch euch. einen schönen Pfingstmontag. Legt die Füße ein bisschen hoch und surft mal ein bisschen bei der Hafen hilft rum. Folgt denen auch mal bei Instagram, auch wenn sich da noch nicht ganz so viel tut, aber ein paar mehr Follower können ja auch motivieren. Genau, mal wir versuchen eine es. Story Wir zu werden machen, besser, ne? versprochen. Alles klar. So, ihr Lieben, dann würde ich sagen, macht's gut und bis zum nächsten Stream. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, vielen Dank. So, jetzt. Ja, großartig. Moment, noch sind wir drauf. Noch sind wir drauf. Ich muss erstmal meinen Stopp-Button finden.